Am frühen Abend des Dienstags, des 12. Juni 2012, öffnete eine 25-jährige Frau namens Noemi Belange die Tür ihres Hotelzimmers auf der Insel Phi Phi, einem beliebten Reiseziel in Thailand. Sobald sich das Schloss öffnete, stieß Noemi die Tür auf und hielt sie für ihre jüngere Schwester, die 20-jährige Audrey, offen, die ihre Koffer hinter sich herrollte. Noemi und Audrey waren Studentinnen am CWBK in Kanada. Sie hatten sich einen großen einmonatigen Urlaub gegönnt, um das Ende des Studienjahres zu feiern. Die letzten 3 Wochen hatten die Schwestern in Vietnam verbracht und waren am 12. Juni in Thailand angekommen. Sie wollten dort noch ein wenig verweilen, bevor sie zurück nach Quebec reisten. In diesem Moment fühlte sich Noemi völlig erschöpft. Sie hatten einen langen Weg hinter sich, um hierher zu gelangen. Außerdem waren sie in den letzten 3 Wochen ständig unterwegs gewesen. Und jetzt wollte sie nur noch ins Bett fallen und ein wenig liegen, ohne an irgendetwas zu denken. Zu diesem Zeitpunkt war Noemi bereits eine recht erfahrene Reisende und wusste genau, dass man, bevor man sich ins Bett legt, sicherstellen muss, dass die Bettwäsche sauber ist und keine Bettwanzen oder Ähnliches enthält. Sie ging zum Bett, schlug die Laken zurück und überprüfte sie. Sie waren in einwandfreiem Zustand. Das Zimmer war sehr gemütlich. Noemi streckte sich auf dem Bett aus und genoss einfach die kühle Luft der Klimaanlage. Auch ihre jüngere Schwester Audrey war von den ständigen Ortswechseln der letzten Wochen müde, doch anstatt sich hinzulegen, ging sie ins Badezimmer, um sich nach dem schwülen Tag zu erfrischen. Während ihres Aufenthalts in Vietnam hatten die jungen Frauen 2 sehr nette junge Männer aus Brasilien kennengelernt und schnell einen guten Draht zu ihnen gefunden. An jenem Tag, als sie nach Thailand flogen, erfuhren sie, dass ihre neuen Bekannten ebenfalls dorthin weiterreisen wollten. Alle freuten sich sehr, dass sie sich nicht für immer verabschieden mussten und noch eine Weile gemeinsam in Thailand verbringen konnten. An diesem Abend planten die Schwestern, sich mit den jungen Männern am Strand zu treffen, dort eine Party zu feiern und ein wenig Spaß zu haben. Noemi freute sich schon sehr auf den Abend. Allerdings quälten sie gewisse Bedenken. Die jungen Männer waren sehr nett. Sie hatten bereits Zeit mit ihnen in Vietnam verbracht und alles lief wirklich wunderbar. Aber Noemi machte sich Sorgen um ihre Schwester. Sie hatte das Gefühl, dass Audrey ein wenig naiv war und sich leichter täuschen ließ. Als die Schwestern zu ihrer Reise aufbrachen, waren ihre Eltern sehr besorgt. Sie hatten Angst, dass die beiden ganz allein um die ganze Welt reisen würden. Noemi hatte als ältere Schwester versprochen, auf die jüngere aufzupassen. Und Audrey spielte die Rolle des braven Mädchens und versprach Vater und Mutter feierlich, dass sie in allem auf Noemi hören würde. Nun hatte Noemi das Gefühl, dass sie die volle Verantwortung für die Sicherheit ihrer Schwester trug und war ein wenig besorgt darüber, was sie nachts mit den beiden jungen Männern machen würden. Ihr kam es so vor, als würde sich alles viel zu schnell entwickeln. Sie hatten sich bereits zu 4 in Vietnam getroffen und nun waren die jungen Männer hier in Thailand. Und wer weiß, wie diese Party enden würde. Während Audrey duschte, beschloss Noemi, ihre Eltern anzurufen, denn sie hatten in den letzten Wochen jeden Tag miteinander telefoniert. Das war ein abendliches Ritual, das Mama und Papa beruhigen und ihre Befürchtungen zerstreuen sollte. Noemi wollte, dass ihre Eltern sahen, dass sie alles tat, um für ihre eigene Sicherheit und die ihrer Schwester zu sorgen. Doch kaum hatte sie das Telefon in die Hand genommen, kam Audrey plötzlich aus dem Badezimmer und hielt sie auf. Audrey sagte, dass es zu Hause in Kanada gerade tiefste Nacht sei und ein Anruf zu dieser Zeit die Eltern wecken und sie unnötig nervös und besorgt machen würde. Ihre Schwester überzeugte Noemi davon, dass Mama und Papa nicht wissen müssten, dass ihre Töchter sich am Abend mit kaum bekannten jungen Männern treffen wollten. Es sei besser, ihnen das morgen zu erzählen. Kurz gesagt, sie kamen zu dem Schluss, dass es wirklich kein guter Zeitpunkt für einen Anruf war. Noemi stand vom Bett auf und ging ebenfalls unter die Dusche. Danach begannen sie, sich für das nächtliche Date fertig zu machen. Wenig später verließen Noemi und Audrey das Zimmer und machten sich auf den Weg zum Strand. Direkt am Eingang der Bar standen 2 Brasilianer, mit denen die Schwestern sich zuvor verabredet hatten. Als sie näher kamen, sahen sie, dass die jungen Männer kleine Plastikeimer in den Händen hielten, wie sie normalerweise von Kleinkindern im Sandkasten benutzt werden. Die Schwestern tauschten einen Blick aus und dachten, das sei irgendein Scherz. Doch als sie näher kamen, stellten sie fest, dass die Eimer, die die jungen Männer in den Händen hielten,
bis zum Rand mit Eis und einer Flüssigkeit gefüllt waren. Natürlich kam das Gespräch sofort auf die Getränke in den ungewöhnlichen Behältern. Die Männer erklärten, dass es sich um fantastische Cocktails handele, die es nur in dieser Gegend gebe. Genau erklären, welche Zutaten in den Getränken enthalten waren, konnten sie zwar nicht, aber die jungen Leute versicherten den Freundinnen, dass es unglaublich lecker sei. Noemi war als ältere Schwester vorsichtiger und verantwortungsbewusster und lehnte es daher ab, den unbekannten Cocktail zu probieren. Audrey hingegen nahm, ohne zu zögern, den Eimer aus der Hand des Mannes und begann gierig zu trinken. Nach ein paar Schlucken gab die junge Frau den Behälter dem Mann zurück und sagte ihrer Schwester, dass der Cocktail wirklich fantastisch schmecke. Noemi war sich immer noch unsicher, ob sie das unbekannte Getränk probieren sollte. Sie sah sich am Strand um und stellte fest, dass fast alle um sie herum dieselben Plastikeimer hatten. Außerdem hatten sie und Audrey bereits in Vietnam mit diesen Männern Zeit verbracht und es war nichts Schlimmes passiert. Da alle diesen Cocktail aus solchen Bechern tranken, war das hier wohl ganz normal. Noemi streckte die Hand aus und nahm einem der jungen Männer den Becher ab und nahm einen großen Schluck von dem köstlichen Getränk. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont versunken. Einige Stunden waren vergangen. Die Schwestern verbrachten eine tolle Zeit mit ihren brasilianischen Freunden. Sie hingen immer noch an der Strandbar herum, tanzten und amüsierten sich in der Menge von Fremden. Bis dahin hatten sie es geschafft, im Meer zu baden, jede Menge lokale Köstlichkeiten zu probieren und mehrere Eimer Cocktails zu trinken. Sie hatten sogar den Überblick verloren, wie viel sie schon getrunken hatten, denn der Geschmack des Getränks war wirklich umwerfend. Die beiden Touristinnen feierten ausgelassen bis tief in die Nacht. Noemi wurden bereits die Beine schwer und die Gegenstände um sie herum verschwammen seltsamerweise vor ihren Augen. Sie stolperte und sah zu Audrey hinüber, die sich in etwa im gleichen Zustand befand wie die beiden jungen Männer, die bei ihnen waren. Sie waren alle beschwipst und hatten eine tolle Zeit. Gegen Mitternacht schlug Noemis Begleiter vor, auf das Zimmer zu gehen. Sie suchte mit den Augen nach ihrer Schwester und fragte sie nach ihren weiteren Plänen. Audrey feierte ausgelassen mit ihrem Brasilianer und weigerte sich kategorisch, ins Hotel zurückzukehren und tanzte weiter. Normalerweise trennten sich die Schwestern nur sehr selten, besonders wenn sie tranken oder feierten, da es unvermeidliche Risiken barg, nachts allein und betrunken an einem unbekannten Ort zu bleiben. Und Noemi fühlte sich etwas unwohl dabei, ihre Schwester am Strand zurückzulassen. Andererseits schienen die jungen Leute, mit denen sie ihren Urlaub verbrachten, durchaus vertrauenswürdig zu sein. Und sie wollte ihre jüngere Schwester nicht mit auf das Zimmer zwingen und ihr damit den Spaß verderben. Schließlich drehte sich Noemi um und ging mit ihrem Begleiter ins Hotel, während Audrey vor der Strandbar weitertanzte. 3 Tage später, am Freitagabend, dem 15. Juni, ging ein Zimmermädchen des Hotels, in dem Noemi und Audrey wohnten, zu ihrem Zimmer und klopfte an. Am Donnerstag war die Hotelangestellte bereits gekommen, um das Zimmer zu reinigen, aber auf das Klopfen hatte niemand reagiert. Die Hotelangestellte nahm an, dass die Frauen sich ausruhen wollten und ging wieder. Doch auch am nächsten Tag gab es keine Reaktion auf das Klopfen. In den letzten Tagen hatte niemand vom Hotelpersonal gesehen, dass jemand dieses Zimmer betreten oder verlassen hatte. Das Zimmermädchen musste das Zimmer reinigen und die Handtücher wechseln. Als niemand auf das Klopfen reagierte, holte sie daher einen Universalschlüssel hervor und öffnete die Tür. Wenige Sekunden später stürmte die Frau schreiend um Hilfe aus dem Zimmer. Um 21 Uhr traf eine Gruppe von Polizeibeamten im Hotelzimmer ein. Die Polizisten waren bereits über den Vorfall informiert worden. Als sie das Zimmer betraten und die Situation mit eigenen Augen sahen, waren sie daher nicht schockiert. In dem Hotelzimmer wurden die beiden jungen Frauen Noemi und Audrey Belonge gefunden. Sie lagen völlig regungslos in ihren Betten, mit Laken bedeckt, und um ihre Köpfe herum war alles mit Erbrochenem übersät. Nach vorläufigen Schätzungen waren die Schwestern zum Zeitpunkt der Entdeckung der Leichen bereits seit 12 bis 20 Stunden tot. Die erste Vermutung hinsichtlich der Todesursache der jungen Frauen war eine Alkoholvergiftung. Sie waren offensichtlich Touristinnen und hatten sicherlich eine Strandparty besucht, auf der sie es mit dem Alkohol übertrieben haben könnten. Als die Beamten sich die Leichen jedoch genauer ansahen, fielen ihnen einige verwirrende Details auf. Auf der Haut beider Frauen waren Verletzungen zu sehen.
Das Zahnfleisch blutete und die Fingernägel und Zehennägel waren blau, unter ihnen Blut zu sehen war. Dies passte nicht zu einer Alkoholvergiftung, sondern könnte das Ergebnis von Selbstverteidigung gewesen sein. Möglicherweise waren die Schwestern direkt im Hotel angegriffen worden und hatten sich gewehrt. Doch nach einer flüchtigen Untersuchung des Hotelzimmers fanden die Polizisten keine Spuren eines Kampfes oder eines Einbruchs oder Ähnlichem, sodass die Beamten völlig ratlos dastanden und nicht die geringste Ahnung hatten, was mit den beiden jungen Touristinnen geschehen sein könnte. Antworten könnten die Obduktion und ein vollständiger toxikologischer Bericht zu beiden Opfern liefern. Doch dafür war zusätzliche Zeit erforderlich. In der Zwischenzeit beschlossen die Ermittler, sich darauf zu konzentrieren, was die Belange-Schwestern in den Stunden vor ihrem Tod getan hatten, wo sie waren, was sie gegessen und getrunken hatten und wer in ihrer Nähe war. In den folgenden Tagen befragten die Polizisten das Hotelpersonal und erfuhren, dass Audrey und Noemi aus Kanada angereist waren. Am ersten Abend ihres Aufenthalts in Thailand gingen beide junge Frauen früh aus dem Hotel. Dann kehrte eine von ihnen gegen Mitternacht mit einem jungen Mann ins Zimmer zurück. Die zweite Frau kam erst um 4 Uhr morgens ins Hotel, ebenfalls in Begleitung eines unbekannten jungen Mannes. Beide jungen Männer verließen gemeinsam das Hotelzimmer gegen 6 Uhr morgens und gingen in unbekannte Richtung. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Hotel bestätigten die Aussagen der Mitarbeiter. Das bedeutete, dass die jungen Männer die letzten waren, die die Schwestern lebend gesehen hatten. Um die jungen Männer aufzufinden, veröffentlichte die Polizei eine Meldung über den Tod von Noemi und Audrey Belange und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung der beiden Männer. Kurz nach dieser Meldung erfuhren die Behörden, dass es sich bei den Männern um Touristen aus Brasilien handelte. Leider hatten sie Thailand bereits verlassen und waren in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Ermittler mussten sich an Interpol, die internationale Polizeiorganisation, wenden, mit der Bitte, diese beiden Brasilianer aufzuspüren und zu befragen. Etwa eine Woche später meldete sich Interpol. Es war ihnen gelungen, die beiden Männer aufzuspüren. Als man ihnen vom Tod von Noemi und Audrey berichtete, waren die jungen Männer aufrichtig schockiert. Sie verließen Thailand so schnell, da ihre Rückflugtickets schon lange gebucht waren. Die Brasilianer erzählten, dass die Frauen noch am Leben waren, als sie gingen. Natürlich hatten sie alle am Vorabend ordentlich gefeiert, sodass die Schwestern definitiv einen schweren Kater hatten. Aber im Großen und Ganzen ging es ihnen gut. Dabei gaben die jungen Männer zu, dass sie nach dieser Party selbst 2 Tage lang im Bett lagen und starkes Erbrechen hatten. So blieben der thailändischen Polizei zwar weiterhin Zweifel hinsichtlich der beiden jungen Männer, doch nun tauchten auch andere Versionen auf. Möglicherweise handelte es sich nicht um eine Alkoholvergiftung, sondern um eine Lebensmittelvergiftung oder alle 4 erkrankten an einer ungewöhnlichen Krankheit. Die jungen Männer überlebten, ihre Begleiterinnen jedoch nicht. Touristen kamen nach Thailand, probierten das lokale Essen und manchmal ging es ihnen sehr schlecht. Insbesondere gab es 2 Arten von Speisen, die dafür bekannt waren, bei Touristen schwerste Lebensmittelvergiftungen auszulösen. Eine davon war eine bestimmte Pilzsorte, die andere war Fugu-Fisch. Ein Organismus, der an solche Speisen nicht gewöhnt war, konnte ziemlich heftig reagieren und in einigen Fällen endete dies tödlich, doch das kam äußerst selten vor. Nachdem die Ermittler jedoch die Obduktions- und toxikologischen Berichte erhalten hatten, verwarfen sie die Hypothese einer Lebensmittelvergiftung. Es stellte sich heraus, dass die Getränke, die die jungen Frauen und ihre Freunde aus kleinen Eimern tranken, einzigartig für Thailand waren. Diese Cocktails wurden nirgendwo sonst auf der Welt serviert. Und das alles, weil diese Getränke unsicher waren. Tatsächlich enthielten diese Eimer gar keinen Alkohol. Stattdessen bestanden sie aus einer Mischung aus Hustensaft und Coca-Cola. In einigen Fällen wurden Pestizide hinzugefügt, also chemische Substanzen, die zur Vernichtung oder Eindämmung der Entwicklung von Schadorganismen wie Insekten, Unkraut und Pilzen eingesetzt werden. Einer dieser Inhaltsstoffe ist beispielsweise in Mückenschutzmitteln enthalten. In toxikologischen Berichten wurde das Vorhandensein genau dieser Substanz im Körper erwähnt. Doch fast alle, die an jenem Abend am Strand gefeiert hatten, tranken genau dieses Getränk. Und niemand starb danach. Allem Anschein nach hatte derjenige, der den Cocktail zubereitet hatte, es mit einer extrem giftigen Chemikalie übertrieben. Die jungen Männer, deren Körper widerstandsfähiger waren, litten ein paar Tage lang und erholten sich wieder,
während die jungen Frauen starben. 9 Tage nach dem Tod der beiden Schwestern wurden ihre Leichen aus Thailand zurück nach Kanada überführt, zusammen mit dem offiziellen Gutachten der thailändischen Polizei, wonach es sich um eine versehentliche Vergiftung handelte. Als die sterblichen Überreste von Noemi und Audrey jedoch in ihrer Heimat ankamen, wurden sie nicht sofort an die Familie übergeben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Eltern von Trauer überwältigt, doch noch mehr quälte sie die Wut, denn sie hatten vom Tod ihrer Töchter aus den Nachrichten erfahren. Obwohl die thailändische Polizei die Identität der verstorbenen Touristinnen sofort feststellen konnte, kontaktierte sie deren Eltern erst nach Abschluss der Ermittlungen. Während die Mutter und der Vater die Telefone von Noemi und Audrey ständig anriefen, fanden die Polizisten keine Zeit, der Familie die tragische Nachricht zu überbringen. Vielleicht glaubten die Eltern deshalb nicht, dass ihre Töchter nach dem Genuss eines giftigen Cocktails gestorben waren, der in der Strandbar frei verkauft wurde. Für sie glich dies bestenfalls einem Mangel an Bereitschaft, die wahre Todesursache zu ermitteln und schlimmstenfalls einem Versuch, die Wahrheit zu verschleiern. Die Eltern waren der Ansicht, dass sie die Erklärung der thailändischen Behörden nicht für bare Münze nehmen konnten. Und allem Anschein nach sah die kanadische Regierung das genauso. Der Fall des Todes der beiden Schwestern wurde nicht gründlich genug untersucht. Sie wandten sich an die leitende Gerichtsmedizinerin Renée Roussel und beauftragten sie mit einer erneuten Obduktion der Leichen. Renée untersuchte die Leichen von Noemi und Audrey und fand tatsächlich eine toxische Substanz in ihren Körpern. Die Menge reichte jedoch eindeutig nicht aus, um den Tod herbeizuführen, und Renée fand keine weiteren giftigen Substanzen. Die Gerichtsmedizinerin begann, nach der Ursache zu suchen und stieß schließlich auf die Wahrheit, die nicht nur die Familie, sondern die ganze Welt erschütterte. Wie sich im Laufe weiterer Untersuchungen herausstellte, waren Noemi und Audrey bei weitem nicht die ersten Touristen, die auf ähnliche Weise in Thailand ums Leben gekommen waren. Im Zeitraum von 2009 bis 2015 wurden mindestens 20 Urlauber unter sehr ähnlichen Umständen tot aufgefunden. Renée vermutete, dass alle Opfer, einschließlich Noemi und Audrey, mit Sicherheit vergiftet worden waren, aber es handelte sich nicht um Essen oder Trinken. Sie wurden durch etwas anderes vergiftet, etwas, das die Blutgefäße schädigte und das Vorhandensein von Blut unter den Fingernägeln und am Zahnfleisch erklären konnte. Doch es wurde so schnell abgebaut, dass sich dieses Gift nach dem Tod nicht mehr nachweisen ließ, und Renée hatte recht. Als die Schwestern zum ersten Mal nach Thailand kamen und im Hotel eincheckten, zog Noemi als erstes das Laken zurück, um die Bettwäsche auf Bettwanzen zu überprüfen. Sie vergewisserte sich, dass das Bett sauber war, bevor sie sich hinlegte und entspannte. Es stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter die Bettwäsche tatsächlich gegen Bettwanzen behandelt hatten. Doch in vielen Hotels weltweit bekämpfte man die Schädlinge mit der verbotenen Methode, die Bettwäsche mit Pestiziden zu besprühen, insbesondere mit einem Gas namens Phosphin, das für Parasiten extrem giftig, für Menschen jedoch nicht weniger giftig ist. Das war illegal. Das Besprühen ist grundsätzlich verboten, aber offenbar hält das manche Hotels im Kampf um Sauberkeit nicht auf. Auf der Grundlage aller Beweise lässt sich also der Schluss ziehen, dass Noemi und Audrey sowie die beiden brasilianischen Männer nachts in ihr Hotelzimmer zurückkehrten und sich ins Bett legten. Alle 4 waren dem Phosphingas ausgesetzt, mit dem die Bettwäsche am Vortag behandelt worden war. Die jungen Leute atmeten die Dämpfe ein. Das Gas drang durch die Haut ein, aber sie hatten wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung davon. Die jungen Männer überlebten vermutlich, weil sie sich nur wenige Stunden in dem Zimmer aufhielten. In den folgenden Tagen fühlten sie sich aufgrund der Gasbelastung sehr unwohl, doch die Menge reichte nicht aus, um den Tod herbeizuführen. Die jungen Frauen hingegen, die unter einem Kater litten, blieben auf den Laken liegen. Sie verbrachten die ganze Nacht und den gesamten nächsten Tag in diesen Betten, und leider nahmen ihre Körper, während sie dort lagen, weiterhin das gesamte Gift auf. Ihre Organismen konnten damit einfach nicht fertig werden. Letztendlich führte dies zum Tod. Trotz der festgestellten Ursache und der Verletzung grundlegender Vorschriften hat bis heute niemand die Verantwortung für den Tod der Schwestern Belange übernommen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.